Also dieses hatte ich ja schon zusammen aus dem alten Rohr Ja. und das Vorderteil aus einem Eimer, damit das schon mal so die richtige Biegung hat, wie auch der Rumpf. Dann habe ich hier ein Stück von einer alten Filmdose. Man könnte auch von einem Klebeband das Innere nehmen oder ein Stück Rohr abschneiden. Das würde ich da so reinsetzen. Und dann habe ich hier schon dieses dünne Kunststoff, wo wir auch den kleinen R2D2 draus gebaut haben. Eine Seite blau gemacht. Und dann würde ich das jetzt da so reinsetzen, dass es praktisch vier kleine Flügel gibt. Und die dann praktisch... Wie beim Flipperautomat. Ja. So 4 kleine Flügel hier rein. Und dann das da reinkleben. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Jetzt legen wir uns das mal hin wie eine Blume. So. Und so ein bisschen schräge, von oben nach unten. Das ist noch ein bisschen kleiner. Ja. So denke ich mir das. Das ist nachher so wert. Aber es sieht noch zu gleichmäßig aus, zu rechteckig. Wir werden die in der Mitte noch ein bisschen schmaler schneiden. Das sieht doch schon interessanter aus so. Gut aus. So sieht dann das fertige Teil aus. Und in der Mitte kommt noch eine blaue Scheibe rein. Das ist der Verstärker, der dann reinkommt für die Musik und die Geräusche. Und auch eine Bluetooth-Verbindung zum Handy, dass wir vom Handy die Musik in R2D2 steuern können. Sieht aus wie ein Handy. Einmal umdrehen. Das ist praktisch die Regelung für die Lautstärke und die Musik. Das bauen wir von hinten in R2D2 ein, dass man das von vorne nicht sieht. The Bluetooth device is connected successfully.
Damit die aggressiven Inhalte der Spraydosen unser Styrodor nicht angreift, wird vorher eine dünne Schicht aus wasserlöslicher Acrylfarbe aufgetragen.
Damit man später bei Reparaturarbeiten noch an die Schraube des Fußgelenks kommt, habe ich die Batteriebox abnehmbar mit einem Magneten befestigt. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's wieder für heute und das Like nicht vergessen. Tschüss!